Pete, 0-2, leider auch im Rückspiel gegen den FC Liverpool. Wie ist gerade die Gefühlslage in der Mannschaft? Ja, wir sind natürlich enttäuscht. Wir haben uns vorgenommen, mal eine Partie zu drehen natürlich, aber mal mindestens uns in eine Position zu bringen, wo wir eine Chance haben. Und klar, wir hatten bei 0-0 einmal einen Ball an der Latte. Wenn das reingeht, ist natürlich ein ganz anderes Geschichte, aber wir haben leider verloren. Muss man auch sagen, dass, wenn man die 2 Spiele sieht, wahrscheinlich hat Liverpool auch verdient weitergekommen. Wir sind enttäuscht, wir wollten weiterkommen, hat es nicht geklappt, aber wir haben andere große Ziele noch vor die Augen und wir werden alles geben, dass wir erfolgreiche Saison spielen. Du hast uns lange im Spiel gehalten mit teilweise großartigen Paraden, vielleicht mit eins deiner persönlich besten Spiele in dieser Champions-League-Saison? Ja, also wenn man sieht, Gott sei Dank hatte ich schon einige guten, die 2 Heimspiele gegen Paris und Manchester auch, wo ich einmal Elfmeter gehalten habe, dann gegen Menu, letzter Moment, letzte Sekunde ein bisschen Save gemacht. Heute auch in der ersten Halbzeit vor allem konnte ich der Mannschaft helfen. Wie gesagt, es war lange 0-0. Wir waren auch nicht so weit, das erste Tor zu schießen. Hätten wir gemacht, wäre es ein ganz anderes Spiel. So ist leider eine deutliche Niederlage, also nach den 2 Spielen. Wir müssen das abhaken und nach vorne schauen. Lass uns das nochmal kurz vor Augen führen. Wir sind in einer starken Gruppe mit Teams wie Manchester United und PSG weitergekommen. Am Ende Teil der besten 16 Teams in Europa. Überwiegt da am Ende auch der Stolz? Ja, natürlich. Also wenn man sieht, welche Schritte wir schon auch diese Saison gemacht haben im Vergleich zur letzten Saison, auch wenn in Champions League letzte Saison wir weitergekommen sind als diese Saison, aber generell, wir haben uns wieder stabilisiert zwischen den besten 6 Mannschaften in Europa. Wir hatten eine viel stärkere Gruppe als letzte Saison, also von daher ist das auch wie gesagt, ein Schritt nach vorne. Wir haben jetzt gegen Liverpool verloren, also auch wenn die jetzt eine schwierige Saison haben, es ist trotzdem eine der besten Mannschaften in Europa und das kann mal passieren. Gleichzeitig, wie gesagt, auch in der Liga und im Pokal haben wir eine richtig gute Chance und wir wollen alles geben oder werden alles geben, dass wir noch einige Erfolge diese Saison feiern können. Du sagst, dass der Blick gilt jetzt wieder dem Pokal und der Liga. Wie nimmst du deine Rolle da als Vizekapitän wahr, jetzt das Team wieder voll mitzunehmen? Ja, ist natürlich in dem Fall meine Rolle ist wichtig, aber ich muss auch sagen, also wir haben eine gute Mannschaft mit guten Jungs, die wissen auch, um was es geht diese Saison und auch wenn heute wir noch enttäuscht sind, es ist trotzdem so, dass wir am Wochenende gegen Frankfurt ein sehr wichtiges Spiel haben. Natürlich, wenn morgen einige Köpfe noch hängen, dann werden wir uns ein bisschen zusammensetzen und ein bisschen positives Energie reinbringen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir am Wochenende ein Topspiel machen und die 3 Punkte zu Hause halten. Und wie gesagt, das wäre auch ein Riesenschritt auch in der Liga. Pete, wir bedanken uns auf jeden Fall für eine packende Champions League-Saison, auch wieder in diesem Jahr und wir sehen uns am Sonntag. Danke, Pete.